Was also sind die entscheidenden Kriterien für Zukunftsfähigkeit? In Krisen ist alles möglich, nur nicht der Status quo. Und wir haben gesehen, Krisen sind Kipppunkte. Was aber macht den Unterschied? Ob Krisen eine Organisation zusammenschweißen, Lernen und Entwicklung beschleunigen oder aber eine Organisation ins Kippen bringt. Was denkst du? Notiere dir gern deine Hypothesen, dann kannst du sie später mit unseren Erkenntnissen vergleichen. Dadurch, dass Krisen Routinen unterbrechen, orientieren sich die meisten Menschen neu. Und in Krisen zählt Essentielles, nicht nice to have. Als wir im ersten Lockdown nicht mehr wie gewohnt einkaufen konnten und die Zukunft sehr unsicher war, haben wir sehr genau geschaut, was wir wirklich brauchen, wer die wenigen sind, mit denen wir uns noch treffen wollen, welches Geschäft im Viertel wir uns auch noch nach der Krise wünschen oder welchen Vereinsbeitrag wir gerne weiter bezahlen, auch wenn wir dafür keinen Gegenwert mehr erhalten, weil alle Termine und Treffen ausfallen. Und natürlich, wie wir Arbeit und Homeschooling ganz neu unter einen Hut bringen können. Ich nehme an, bei dir war es ähnlich. Die Routinen waren alle weg und wir mussten fast alles ganz neu entscheiden. Nach welchen Kriterien hast du dich entschieden? Erinnerst du dich noch? In solchen Momenten und ganz besonders in Krisen entscheiden die meisten Menschen neu, wo sie sich einbringen und Zeit und Energie investieren und in welchen Gruppen oder Organisationen sie loyal durch die Krise gehen wollen. Und mit welchen auch nicht. Sie entscheiden neu und das nach ihren essentiellen Grundbedürfnissen. Nice to have spielt im entscheidenden Moment keine Rolle mehr. In der Psychologie gibt es viel Forschung zu den Grundbedürfnissen der Menschen und viele verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Benennungen und Anzahlen. Ihnen allen aber ist gemein, dass die Grundbedürfnisse letztlich 3 Kategorien zuzuordnen sind. Menschen brauchen und suchen in Krisen als allererstes Sicherheit und Orientierung, um sich vor all den Unwägbarkeiten und Gefahren zu schützen, aber auch, um sich neu auszurichten. Gleichzeitig sind wir Menschen von Natur aus soziale Wesen. Zugehörigkeit und soziale Unterstützung brauchen und suchen wir ganz besonders in Krisen. Und zum Dritten wollen wir auch in Krisen unsere Autonomie und Handlungsfähigkeit erhalten, damit wir uns wirksam gegen Bedrohungen schützen, aber auch Chancen schnell ergreifen können. Auf Basis dieser 3 Grundbedürfnisse entscheiden Menschen in Krisen oder starken Veränderungssituationen sehr intuitiv, zu welchen Organisationen sie loyal bleiben und für welche sie vollen Einsatz geben und für welche auch nicht. Welche Organisationen geben dir Sicherheit und Orientierung? Wo fühlst du dich zugehörig? Und wer stärkt deine Wirksamkeit besonders? Wenn du in deinem Team die Loyalität und den Einsatz gerade in schwierigen Zeiten stärken möchtest, dann solltet ihr diese 3 Bedürfnisse erfüllen können. Um eine gemeinsame Orientierung, Zugehörigkeit und Wirksamkeit zu stärken, braucht ihr gerade in Organisationen mit vielen verschiedenen Akteuren erfolgreiche Koordination, Kooperation und Aktivierung. Anders gesagt, muss es euch gelingen, eine gemeinsame Ausrichtung, vertrauensvolle Partnerschaften und eine Aktivierung aller vorhandenen Potenziale zu erreichen. Nur so entsteht Sicherheit und Orientierung, Zugehörigkeit und soziale Unterstützung und gleichzeitig das Gefühl von individueller Wirksamkeit und Autonomie. Wie gut gelingt es dir und deinem Team, diese 3 zentralen Kriterien umzusetzen? Dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass es alle 3 Dinge nicht nur nach innen, sondern gerade auch nach außen braucht, um nachhaltig erfolgreich zu sein.
Der Erfolg von Führungskräften hängt nach dem Stand der Wissenschaft noch mehr davon ab, wie gut es gelingt, nach außen zu führen und andere wichtige Akteure für die eigene Sache zu gewinnen und einzubinden, als davon, wie gut es ihnen gelingt, ihr eigenes Team zu führen. Die Ressourcen im eigenen Team sind immer begrenzt, die darum herum grundsätzlich unbegrenzt. Und auch die meisten Projekte in Firmen, die ich kenne, scheitern krachend an den Schnittstellen zwischen den Teams und nicht am singulären Versagen einer einzelnen Funktion. Womit kämpft dein Team gerade besonders? Mit Herausforderungen im Team oder mit irgendwelchen Schnittstellen? Wenn dir und deinem Team all dies gelingt, wenn ihr wisst, wo ihr gemeinsam hin wollt und für wen, dann entsteht Sinn. Wenn ihr verlässliche Partnerschaften aufbaut, dann verstärkt sich Vertrauen. Und wenn ihr die ganz unterschiedlichen Potenziale und Ressourcen in und um euer Team herum für die Veränderung aktivieren könnt, dann entsteht Agilität. Unsere Pilotstudie mit der Albert-Ludwigs-Universität hat bestätigt, dass Organisationen, die diese 3 Kriterien umsetzen, deutlich besser durch die Corona-Krise gekommen sind. Diese 3 Kriterien zusammen erklären schon heute 50% ihres wirtschaftlichen Erfolgs. Wie seid ihr durch die Krise gekommen? Was hat euch dabei geholfen? Und was davon hättet ihr vielleicht noch ein kleines bisschen mehr gebrauchen können? Welche Erfolgsfaktoren ganz konkret dabei helfen können und wie ihr diese im Alltag umsetzen und stärken könnt, dazu findet ihr auf dieser Seite ganz viele Videos und praktische Tools. Viel Freude beim weiteren Entdecken.